Am Anfang ist es ein feuchter Klumpen Ton, der geformt und verfeinert wird. Von Susanne Rall. Sie modelliert und glasiert Dachziegel. Erst im Brennofen entfalten sie ihre Farbenpracht und sollen später auf einem alten Kirchturm bunt und weit leuchten. Ich gestalte was, ich erschaffe was und das Ganze hängt dann irgendwann mal auf dem Dach oben und hat einfach seinen Sinn und seinen Zweck und ist dann auch was Schönes für die Nachwelt wieder. Damit auch die kommenden Generationen wieder einen respektablen Kirchturm bestaunen können, mit bunten Dachziegeln. Wir haben hier den plastischen Ton. Der wird zunächst mal in Form geschnitten. Und dann wird er geschlagen. Das Schlagen hat den Hintergrund, dass der Lehm, der Ton, lunkerfrei werden soll. Lunker heißt, in dem Ton sind Luftblasen, die durch das Schlagen entweichen. Hier sieht man ganz gut diese Lufteinschlüsse, die hier in dem Ballen sind. Und die müssen wir jetzt versuchen, mit dem Schlagen wegzukriegen. So schafft Susanne Rall die Voraussetzungen für einen stabilen Ziegel. Was Befreiendes und was Schönes, weil das eine Vorbereitung ist für einen neuen Ziegel. Und das ist einfach für mich eine schöne Aufgabe. Und jetzt sieht man hier eine schöne glatte Oberfläche. Wenn die Luft raus ist, kann Susanne Rall die feuchten Rohlinge weiter verarbeiten. Sie ist eine Spezialistin für Dachziegel auf historischen Bauwerken. Ich versuche natürlich, das Alte zu reproduzieren. Und dadurch, dass wir jetzt auch diese alten Maschinen haben, können wir das. Wenn ich jetzt eine vollautomatische Bandstraße hätte, könnte ich jetzt nicht die Vielfalt an Ziegel produzieren, die ich jetzt machen kann. Die Messingform öle ich zunächst mal ein, damit der Tonballen nicht an dieser Form hängen bleibt, also nicht kleben bleibt. Und dann wird der feuchte Rohling mit einer hydraulischen Presse unter großem Druck in Form gebracht. Vor 20 Jahren hat sie das Ziegelwerk von ihrem Vater übernommen. Schon als kleines Mädchen hat sie in der Ziegelei gespielt und später dem Vater beim Ziegelmachen geholfen. Der wird jetzt hier vorsichtig auf das Trockenheimchen gelegt. Und dann werden hier noch die Überstände abgeschnitten. Damit dann später beim Dachdecken die Ziegel gut aneinander liegen können. Ziegel machen ist ein altes Handwerk. In ihrem Klinkerwerk fertigt Susanne Rall die Dachziegel in kleinem Stil. Dadurch kann sie sehr individuell arbeiten und auf spezielle Kundenwünsche eingehen. Bevor sie gebrannt werden, kommen die Biberschwanz-Dachziegel für gute 4 Wochen ins Trockenregal. Hier verlieren sie die Feuchtigkeit, die Lehm und Ton noch in sich haben. Die Ziegel schrumpfen dabei um 10%. Nicht alle Ziegel müssen ersetzt werden. Das neue Kirchturmdach soll eine Mischung aus alt und neu werden. Ihr Dachpuzzle ist ein kreativer Prozess. Immer neue Varianten entstehen, zusammen mit Architekten, Denkmalamt und der Gemeinde. Das ist das Alte, die abgeschieferten, und das sind die Neuen. Jetzt müssen wir gucken, wie die Gestaltung, wie die Farben fürs Auge wirken. Ob zu viele helle drin sind, ob zu viele dunkle drin sind, zu viele kaltgrüne.
Und natürlich die verschiedenen Schnittformen. Das heißt, also dieser Spitzschnitt und der Rundschnitt, da ist alles Mögliche auf dem Kirchturm drauf. Man kann gar nicht sagen, woher das alles gekommen ist. Wir können also jetzt nur hergehen und gucken, dass wir in etwa diese Farbvielfalt treffen und die Formenvielfalt treffen. Das fängt an mit Hellgelb, Lindgrün, Kaltgrün, Moosgrün, Flaschengrün, Hellbraun. 8 unterschiedliche Ziegelfarben für einen einzigen Kirchturm. Und dann muss der seine 50, 80 Jahre wieder halten. Und deswegen ist es für mich auch was Besonderes und für die Leute natürlich auch, für die Gemeinde. Und wenn sie dann ihre Kirche wieder in einem neuen Glanz kriegen. Für den neuen Kirchturm wird Susanne Rall fast 6000 Dachziegel in 8 verschiedenen Farben und ebenso vielen Formen anfertigen. Da ist kein Ziegel wie der andere. Bei einem so großen Auftrag ist es gut, 2 Brennöfen zu haben. Sie sind ständig parallel in Betrieb. Eben ist eine Ladung fertig geworden. Echte Frauenpower. Hier bewegt sie eine gute Tonne. Ein Ziegelmachen ist für mich eine Form der Gestaltung, ein Anspruch, dem Alten gerecht zu werden. Das heißt, wir versuchen, die Glasuren in ihrer Farbigkeit natürlich dem alten Scherben so genau wie möglich anzupassen. Aber immer im Hinblick auf die Historie. Wie war es damals? Wie wird es heute? Versuche ich das eben umzusetzen. Dadurch, dass hier eine spezielle Handspritztechnik stattgefunden hat, das heißt, dass hier auf der Mitte ein bisschen mehr Glasur draufgebracht worden ist. Der ist ja so gestellt gewesen, beziehungsweise so im Ofen ist die Glasur nach unten gelaufen und hinterlässt hier eine dunklere Wolke, weil hier einfach die Glasur dicker drauf sitzt. Nach dem Brennen muss die wertvolle Fracht erst einmal auskühlen, bis dann die einzelnen Ziegel noch abgeschliffen und gestapelt werden können. Susanne Rall ist Diplom-Ingenieurin für Keramik. Sie stellt in 3. Generation Ziegel her. Ist ein Ofen leer, wird die nächste Ziegelladung vorbereitet. Als erstes rührt sie aus feinstem Quarzstaub eine weiße Grundierung an. Die dann mit der Spritzpistole ganz fein auf die inzwischen luftgetrockneten und einmal gebrannten Ziegel aufgetragen wird. Die Ziegel haben nach dem Trocknen und dem ersten Brand die typische ziegelrote Farbe bekommen. Sie sind noch roh, nicht glasiert. Das Glasieren passiert in 2 Arbeitsschritten. Die weiße Grundierung ist die Grundlage dafür, dass die farbigen Glasuren später intensiv erstrahlen. Und die farbigen Glasuren sind das große Geheimnis von Susanne Rall. Jede rührt sie selber an. Ich setze jetzt circa 10 Kilo von der kaltgrünen Glasur an. Das wäre die eine Grünglasur aus diesen 4 Grünglasuren von Neuenhaus.
Und die Biber für den nächsten Ofen werden die glasiert damit. Die verschiedenen Zutaten für die Glasur. Die Grundlage der Transparentglasur ist feines Quarzmehl. Die Farben kommen durch verschiedene Pigmente oder Metalloxide zustande. Eisenoxid zum Beispiel für die Intensität der grünen Farbe. Je nachdem, ob es ein gelbliches oder ein dunkles Grün werden soll. Da zählt jedes Gramm. Das muss so genau sein, weil ich habe hier ja ganz verschiedene Farbabstufungen. Und es muss natürlich auch so gut aufgeschlossen sein, deswegen auch noch mal durch das Sieb durch, dass sich einfach dieses Eisenoxid in der Glasur verbindet. Das heißt also, dass es hier wie im Fluss mit reingeschwemmt wird. Es muss sehr, sehr gut aufgeschlossen sein, deswegen auch hier in den Mörser noch mal. Also nochmal mit Wasser vermischen und gut rühren für eine optimale Glasur. Nur so läuft das Regenwasser später gut ab. Auf der glatten und harten Oberfläche des Dachziegels. Aus den vielen Tüten kommt das nächste Pulver für die Glasur, Kupfercarbonat, für die kaltgrüne Note. Dann das Eisenoxid dazu mischen. Bis das Mischungsverhältnis einer Glasur steht, bis Susanne Rall den richtigen Farbton trifft, muss sie manchmal bis zu 15 Versuche machen. Ein langer Weg zum gewünschten Farbton. Alle Zutaten müssen jetzt gut mit Wasser gemischt werden. Und schließlich rührt sie alles noch einmal kräftig um. Und später wird es dann noch mal mit dem Rührgerät richtig maschinell durchgemischt. Und jetzt kann man nicht mehr sagen, ob das jetzt kaltgrün ist oder lindgrün, wenn man hier nicht dazu schreiben würde, was auf dem Eimer steht, würde man nicht mehr erkennen, was es dann letztendlich ist. Aus Eisenoxid und Kupfercarbonat ist ein rosa Gemisch entstanden, das aber erst nach dem Brennen grün wird. Magisch. Die flüssige Glasur wird jetzt mit der Spritzpistole auf die schon grundierten Biberschwanz-Dachziegel aufgetragen. Mit der typischen, wolkigen Glasurtechnik von Susanne Rall, die jede Ziegel ganz individuell macht. Aus den anfänglich weichen und feuchten Rohlingen sind harte, feste Ziegel geworden. Einmal wurden sie ohne Glasur gebrannt. Jetzt werden sie gleich ein zweites Mal gebrannt, diesmal mit Glasur. 200 bis 250 Stück kann die Keramikingenieurin auf den Wagen packen, der gleich in den Brennofen kommt. Viel Gewicht, das sie bewegen muss. Meistens arbeitet sie alleine.
Der Wagen mit der wertvollen Fracht muss in den Brennofen, den der Vater Julius Rall schon benutzt hat und der immer noch funktioniert. Das Klinkerwerk liegt vor den Toren Stuttgarts. Ohne das ausgeklügelte Schienensystem wäre die Arbeit undenkbar. Würde heute eine Ziegelei gebaut werden, sähe es sicher ganz anders aus. Aber das ist wahrscheinlich auch das Reizvolle. Alt heißt nicht, dass es nicht mehr funktioniert, ganz im Gegenteil. Den Wagen schiebt sie in die mit Heizspiralen ausgestattete Brennkammer. Wir brennen hier bei 1040, 1060 Grad. Und von kalt zu kalt braucht so ein Ofen normalerweise 48 bis 52 Stunden, bis der wirklich dann abgekühlt ist. Das Ergebnis 48 Stunden später. Ein besonderer Moment. Ja, es ist ein Magic Moment, denn jeder Ofen, den ich rausziehe, ist eigentlich was Besonderes, weil ich erst mal gucken muss, stimmt alles? Sind sie gerade? Habe ich die Farbe getroffen? Sitzt alles noch so, wie es sein soll? Der hat jetzt circa noch 100, 150 Grad. Also ist noch relativ heiß und man sieht es wahrscheinlich auch, die Luft ist hier noch sehr flitterig. Ich kann ja jetzt vielleicht mal gerade einen runterholen. Der sieht ganz gut aus. Da wird dann die Klangprobe gemacht. Ob er schön klingt. Wenn er gut klingt, dann wird geguckt, ob er Nasen hat. Das heißt, ich muss den jetzt, das muss ich ihn ablegen, weil der heiß ist. So, und der muss jetzt noch geschliffen werden. Wenn hier keine Tropfenbildung ist, kann er gleich aufs Bündelgerät, also kann gleich verpackt werden. Das kommt aber selten vor. Meistens bildet überschüssige Glasur Tropfen oder sogenannte Nasen an den Ziegelenden. Die Dachziegel müssen gut aneinander liegen, damit das Dach dicht bleibt. Also müssen die Nasen weg. Jetzt noch bündeln und wieder ist ein Paket Biberschwanzziegel in Kaltgrün fertig für den Kirchturm in Neuenhaus im Eichtal. Das Dach des 47 Meter hohen Turmes wird mit Susanne Ralls Ziegeln gedeckt. Herabfallende Ziegel haben die Sanierung nötig gemacht. Zum ersten Mal sieht sie heute das Ergebnis ihrer Arbeit. Fantastisch. Also ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Vor allen Dingen, wenn man das sieht, was man die ganze Zeit gemacht hat. Und man sieht sie jetzt auf einer Fläche verdeckt. Das ist fantastisch. Und vor allen Dingen, was sie gut gemacht haben, die Dachdecker, dass sie wirklich versucht haben, ein homogenes Bild hinzukriegen und nicht irgendwie eine Linie oder ein Raster dann reinzubringen. Also da muss ich wirklich sagen, haben sie sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Die Dachziegel wirken wie zufällig an die Lattenkonstruktion angehängt. Ein buntes Puzzle aus Formen und Farben. Man versucht auch die Deckung so zu gestalten, dass immer diese Ritze hier überdeckt wird wieder von einem ganzen Ziegel. Das heißt also, dass das Wasser von oben nach unten ablaufen kann, also dass die Deckung dicht ist. Man muss sich vorstellen, dass im Sommer Temperaturen von 80 Grad hier herrschen und im Winter haben wir vielleicht minus 20 Grad. Aber das Material zieht sich zusammen und dehnt sich aber auch wieder aus. Das heißt, die Schraube darf dann auch nicht zu fest an dem Ziegel anhaften, damit der Ziegel einfach hier ein bisschen lose schwingen kann. Also damit er nicht ganz so starr da drauf sitzt. Also ich habe vorhin mit unserem Bauherrn, dem Pfarrer, gesprochen und er meinte, dass er hochgekommen wäre und gesagt hat, das sieht ja aus wie früher. Und das ist eigentlich das beste Lob, was man eigentlich, oder den besten Satz, den man eigentlich hören möchte, dass man es richtig gemacht hat. Also dass man dem alten oder dass man dem Kirchturm nicht den Charakter genommen hat. Die Vielfalt der historisch nachempfundenen neuen Dachziegel, gemischt mit den alten Ziegeln, die zum Teil fast 200 Jahre alt sind und immer noch funktionieren, ergeben das neue Kleid für den viele Jahrhunderte alten Turm mit seiner kunstvollen Dachstuhlkonstruktion aus dem 14. Jahrhundert. Der strahlt richtig. Dadurch, dass die neuen Ziegel jetzt natürlich mehr Brillanz haben, mehr Glanz haben. Wobei man auch sagen muss, dieser extreme Glanz wird dann durch diese alten Ziegel doch ein bisschen abgeschwächt. Und dann wirkt der ganze Turm authentisch. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.